Jetzt geht es wieder zurück in die Niederungen des Forwardings. Ganz normale Spedition. Ich habe ganz bewusst heute sehr praktikable Dinge mitgebracht, weil ich gedacht habe, das interessiert Sie wahrscheinlich am meisten. Wenn man nur mal zurückguckt, was die letzten 15 Jahre passiert ist und warum reden wir alle über Digitalisierung, dann sind es doch hier diese sogenannten Buzzwörter, die man hört. Man diskutiert viel über die Frage des Blockchains, über Augmented Reality. Wir haben über Artificial Intelligence gehört, über die Macht der Algorithmik. 5G steht noch vor uns, IoT in aller Munde. Tracken und Tracen, Visibility, das vom Päckchen, vom Paket von Amazon kennt heute jeder Speditionskunde, fragt sich, warum könnt ihr das nicht, wenn es Amazon kann und man muss über automatische Maschinen, Automated Guided Vehicle, die heute schon in vielen Lägern fahren, insbesondere in E-Fulfillment, darüber sprechen, man muss sich damit auskennen und man muss es sich in Ihrem Unternehmen für den notwendigen Anwendungsfall einsetzen. Ich glaube, der große Unterschied, den man heute hat, und ich bin auch schon ein Kind, das in der ersten E-Business-Welle schon dabei war, ja, wo die Leitungen noch so dünn waren und es ging irgendwo nichts, die ganzen Rahmenbedingungen waren nicht da und plötzlich sind die alle da. Ja. Leitungen sind da, Speicher sind da, Rechenkapazität ist da, Intelligenz ist da und deswegen glaube ich, dass die Zukunft definitiv exponentiell sich verändern wird. Im ersten E-Business-Welle ist komplettes Overpromise und dahinter kam fast nichts, ja, ein bisschen was ist übrig geblieben. Ich glaube, dass die nächsten 10 Jahre dramatisch anders aussehen werden. Ich will heute auch bewusst nicht nur über Technologie reden, sondern die Frage, die sind wir jetzt fast wieder am Anfang der Veranstaltung, wo es um die Frage ging der Geschäftsmodelle, die ja auch gestellt wurde. Wie sehen Sie Geschäftsmodelle? Wir haben Untersuchungen, hier ist ein Beispiel, das wir zusammengestellt haben. Es wird einen Markt geben, es gibt ihn heute schon. Und zwar die Frage ist hier, was wird verdient in rein digitalen Geschäftsmodellen oder eben auch in Hybridmodellen? Und wenn Sie sich den Gesamtmarkt der Logistik angucken, ganz grob 1,3 Trillionen in der Logistik weltweit, Richtung 1,6 Trillionen in 2030. Also wir sind alle in einem Wachstumsmarkt tätig, was wir heute auch gehört haben, was gut ist für uns alle, ist immer besser im Wachstum zu wachsen, wie wenn es runtergeht. Aber darin werden Geschäftsmodelle, die digital sind, die werden einen Teil des Kuchens abnehmen. Und das sehen wir auch bei Schenker so. Ja, das ist der Unterschied. Ja. Ich digitalisiere, was ich tue, oder es gibt wirklich neue Geschäftsmodelle. Und da ist insbesondere Deutschland sehr schwach. Wir denken in Technologie, wir denken nicht in Geschäftsmodelle, weil wir das an der Hochschule nicht beigebracht bekommen. Wenn Sie nach Stanford gehen, dann reden die nur über Geschäftsmodelle. Ja. Und es ist wirklich auch ein Lack in unserer Hochschulausbildung, dass wir diese Thematik den jungen Menschen so auch nicht beibringen. Also es lohnt sich, sich mit diesem Thema zu befassen und das tun wir natürlich bei Schenker. Wir haben für uns das Thema 2017 als Gesamtvorstand hingelegt und haben überlegt, genau mit dieser Frage, welche Geschäftsmodelle sehen wir denn in der Logistik nach vorne gedreht, und wir haben uns dieses Schemata zugrunde gelegt. Wir glauben daran, dass es eben das sogenannte Geschäftsmodell des E-Forwarders geben wird. Der E-Forwarder ist einfach so der kind of Non-Touch Forwarder. Das ist, wenn es um Standard geht, ja, wenn Sie sagen, online, ich zeige nachher, was wir in den Markt gebracht haben, kommt mehr und mehr, aber es ist auch trotzdem auch in unserer Branche, dass Sie heute online gehen können und mal einen Preis kriegen von Landtransport oder sogar einen Preis von Container, richtig, nicht nur Port to Port, sondern Haus zu Haus oder sogar für Luftfracht. Ja, Sie können jetzt wirklich mal sich einen Preis holen. Ja, ich meine, das ist wirklich nicht super sexy, ne? Wenn Sie sich Online-Banking angucken, ist schon länger her. Ja, wir haben vor 20 Jahren bei Mercedes darüber geredet, ob wir die Preise ins Netz stellen von Mercedes, weil der Engländer sieht ja, dass in Deutschland der Mercedes billiger ist. Ja. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Ja. Und auch bei uns in der Spedition, ich glaube, wir diskutieren alle noch, boah, ich könnte doch nicht einen Preis online stellen. Ja. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden alle transparent werden. Ja. Und Sie werden es auch nicht verhindern können. Ja. Also das ist ein Thema, das man offen annehmen muss. Das wird passieren. Bei uns bei Schenker ist es jetzt bereits passiert. Also E-Forwarder, ein klares Modell. Wir glauben an einen ziemlich signifikanten Marktanteil dieses Geschäft. Wir glauben, bis zu 30% des Geschäfts wird über sogenannte E-Forwarder-Modelle ablaufen können. Das ist nicht der komplexe Pharmakunde, ganz sicher nicht, aber es ist eben der Startup, der Mittelständler, der irgendwo Fahrräder in China baut und jeden Monat 5 Container rüberfahren muss. Warum braucht er eine Geschäftsstelle? Es gibt diese Kunden und für die wird dieses Modell funktionieren.
Wir haben uns dann lange darüber nachgedacht, über das Thema Marktplatz, wurde heute auch diskutiert, wurde auch abgefragt. Ich bin inzwischen ehrlich gesagt 2019 skeptischer, als ich 2018 war. Warum? Ein Marktplatz funktioniert eben nur, wenn Sie eine Density auf dem Markt erzeugen können. Wenn Sie Kapazität und Demand haben. Schauen Sie heute den Landverkehrsmarkt an, Sie haben einfach keine Kapazität. Ja, wenn der Carrier keine Kunden sucht, weil er eh voll ist, dann hilft der Marktplatz nichts. Wenn nichts im Laden steht, ja, dann gehen sie auch nicht hin. Und deswegen sind die Marktplatzmodelle, insbesondere in Europa, für den Landverkehr alles andere als erfolgreich. Ja. Und das muss man eigentlich einfach realistisch sehen, das muss man ausprobieren, das wird auch wieder kommen, genauso wie das Thema, dass der Carrier gern an Auktionen teilnimmt. Ja. Kein Lkw-Fahrer der Welt in einem Markt, wo ein Haufen Demand ist, will ein Angebot abgeben. Der will klicken und dann will er die Fracht haben. Also Themen, die vor 2, 3 Jahren hip waren, inzwischen sofort der Wechsel, und das ist typisch für die Digitalisierung. Wenn Sie nicht dranbleiben, dann müssen Sie Algorithmus ändern, Sie müssen draufspringen, müssen es umsetzen und Ihre Systeme entsprechend anpacken. Also ich glaube daran, ich habe auch vorher geklickt, ich glaube an den Marktplatz, ja. Ich glaube aber nicht, dass er beherrschend sein wird. Ich bin sehr skeptisch bei einem Marktplatz für die Luftfracht, ehrlich gesagt. Wir sehen ein weiteres Geschäftsmodell und sehen jetzt genau, dass Sie plötzlich jetzt in dem Bereich der datengetriebenen Geschäftsmodelle sind. Und da wird viel drüber geschrieben. Jeder postet irgendwas, ich glaube, die Hälfte ist vielleicht wahr. Ja. Da ist viel Marketing drin, sau schwierig, ja, sagt der Schwabe. Deswegen eben, weil Sie eben erstmal jemanden finden müssen, der echt dafür bezahlt. Ne. Ein Geschäftsmodell ist ja nur, wenn einer dafür bezahlt. Ne. Und das ist bei vielen Startups ja das Problem. Ja. Tolle Ideen, ja, aber zahle ich jetzt für einen ETA? Ja. Schwierig. Ne. Ist da wirklich jemand bereit, Geld dafür auszugeben? Schwierig, wie in den Anfangszeiten des Internet, da war alles umsonst. Also von dem her schwierig zu sehen. Wir sehen aber Modelle hier im Bereich Virtual Supply Chain Management. Wir glauben, dass komplexe Kunden für eine digitale Optimierung ihrer Supply Chain bereit sind, Beratung zu bezahlen. Und die sollte in der Zukunft viel mehr datenbasiert sein. Wir arbeiten an den Themen für große Kunden, datengetriebene Algorithmik, Auslegung von Netzwerken, wie viel Trucks braucht er wirklich, an wie vielen Standorten sollte er sein, dann eine Optimierung ausrechnen, einen greifbaren Nutzen für den Kunden, und für solche Beratungsleistungen sind Kunden auch bereit, Geld auszuziehen. Dann glauben wir an etwas, was mehr ein logistisches Ökosystem genannt wird. Hier sind wir daran interessiert, einfach mit unterschiedlichsten Ebenen und Partnern zusammenarbeiten. Jeder bringt was an den Tisch. Der Mittelständler kann beim Großen mitbauen, weil er vielleicht die Kraft der Innovation oder die IT nicht hat, die er brauchen kann. Und in diesem Bereich Ökosystem Dinge anzubieten. Ich habe ein Beispiel dabei, das wir anbieten im Markt noch dieses Quartal. Das wird ein Subset von Services sein, wo Sie klicken können und sich dann dieses digitalen Services bedienen. Und dann ist, glaube ich, unbestritten, dass es im autonomen Bereich, es ist nicht nur die Frage, kommt jetzt Platooning oder nicht, es wird den autonomen Truck geben. Und da bin ich mehr optimistisch wie die meisten. Wir haben ein Pilotprojekt jetzt in Schweden mit Einreiten, ein vollautonomer Truck, der remote gesteuert werden kann. Im Moment fährt er noch auf dem Hof. Es geht um Monate, dass er die Zulassung in Schweden kriegt. Und dann haben Sie einen Truck auf der Straße. Ich weiß nicht, viele Deutsche haben immer noch Angst, ja, aber mit 200 auf der Autobahn fahren haben sie keine Angst. Ja, aber ein Truck, der autonom ist, Radar hat, ja, Kameras hat, wie eine Drohne remote kontrolliert wird. Die Drohnen fliegen da oben alle remote, ja, und die sind auch gefährlich. Also ich glaube, es ist unheimlich, und das hat die Kollegin vorher angesprochen, eher eine emotionale Frage, wie schnell wir die Menschen mitnehmen, dass sie diesen autonomen Truck, der da rechts außen fährt, ja, die meisten PKWs fahren ja eh ganz links außen, also wenn man rechts fährt, ja, und der Truck eine Geschwindigkeit von 80 hat, und er steht ja in Deutschland so oder so sehr oft im Stau, ich glaube, ein autonomer Truck, ich würde ihn nicht als gefährlich einschätzen. Und wenn Sie dann noch bei der Ausfahrt ihn remote übernehmen können, wie eine Drohne remote gesteuert von einem professionellen Lkw-Fahrer über Radar- und Kameratechnik, fährt er die Autobahn runter. Da können Sie schon mit einer Autonomie auf Grad 4 hervorragende Resultate erzielen. Und nicht nur, weil es gut ist, sondern weil Sie einfach gar keine Fahrer finden. Ja, es ist einfach zwangsläufig so. Sie wollen mehr transportieren, Sie finden keine Fahrer. Also da gibt es mehrere Zwänge, die uns dazu führen werden, dass autonome Trucks im Markt erscheinen wird. Also wir haben das Thema so angelegt. Ich habe letztes Jahr im Vortrag an der Universität in Hamburg auch dahinter liegen natürlich die detaillierte Komponentenmodelle, also wie man die IT in Business-Komponenten runterbricht und wie man dann zum Schluss Systeme zusammenbaut
baut. Und da habe ich Ihnen heute mal 2 Beispiele mitgebracht. Wir sind letztes Jahr in den Markt gegangen für alle Transportmodi, für die Luftfracht, auch für die Seefracht und für den Landverkehr. Wir nennen die Suite Connect 4.0 und die Produkte heißen Connect for Land, Connect for Ocean und Connect for Air Freight. Und das können Sie sich gerne im Internet angucken. Ich habe ein kurzes Video dabei für die Seefracht, weil die Seefrachtler besser im Marketing sind wie die Luftfrachtler. Haben die schon einen Film, den würde ich Ihnen ganz mal kurz zeigen, dass Sie mal Eindruck kriegen. Und Sie können das jederzeit danach im Internet sich mal selbst ausprobieren, wie das geht. Und es funktioniert auch auf dem Smartphone. Ist auch hier, dass Sie sehen, dass man von der Kundenseite denkt, Sie müssen also nicht die Adresse wissen, sondern Sie tippen einfach nur den Namen der Firma ein und die Stadt und dann findet er die Adresse. Sie sehen da auch die Transparenz jetzt der Preise. Ne? Sie sehen, je nach Abfahrtsort und Abfahrtszeit gibt es unterschiedliches Pricing. Sie können hier eben genau verfolgen, wie die Route ist. Ne? Sie wissen genau, auf welchen Carrier er fährt. Und hier sehen Sie eben die Visibilität. Ja, Sie sehen als Kunde quasi in Your Shipment alle Shipments, die Sie gemacht haben. Sie sehen, wo Sie sind und haben damit die Transparenz. Der entscheidende Unterschied für uns, ich glaube auch der entscheidende Unterschied für die Branche ist, dass wir dieses Mal wirklich wie die Startups einfach vom Kundenproblem gekommen sind. Ja, früher hat man die klassischen ITler, ja, wir haben eben eine Spezifikation geschrieben und haben da mal was gebaut und hinterher haben alle gesagt, naja, das war nicht das, was ich bestellt habe. Ja. Und jetzt sind wir bewusst von der Frage gekommen und hier eben nicht von dem Multishipper, der 20 Container, der Logistikmitarbeiter von Daimler, der 20 Container jeden Tag aufgibt, sondern hier geht es auch um die Leute, die vielleicht 2 im Monat machen. Ja? Ganz bewusst, einfach, easy to use, um es dem Kunden leicht zu machen. Ja? Und wir Spediteure haben es eins bestimmt nicht gemacht, dem Kunden leicht in der Historie. Ja? Und ich glaube, das ist für uns jetzt ein wichtiges Thema, wenn man auf diese Kanäle kommt. Jetzt ist es so, der große Unterschied bei der Connect-Gruppe, die wir live geschaltet haben, ist eben, dass sie wirklich bei der Angebotskalkulation beginnt. Sie zeigt einen Preis transparent. Ja? Wenn Sie jetzt nach Zahlen fragen, wie viele digitale Buchungen wir heute haben, wir hatten bereits im November auf unseren Plattformen über 500.000 Buchungen online. Also ich rede nicht über EDI oder Datentransfer, sondern ich rede wirklich darüber, dass Menschen Daten eingeben und sind. Und deswegen haben wir relativ wenig Angst vor Startups. Ja? Weil die Frage ist ja nicht, kann ich die Technik bauen, das ist gar nicht das Problem. Die Frage ist, können Sie den Kunden begeistern und haben Sie Kundenzugang? Und ehrlich gesagt haben Sie eine Marke. Da kann ich dem Kollegen von Kühne + Nagel nur recht geben. Ja, da haben wir starke Marken, die Kunden vertrauen uns. Und wenn wir es jetzt noch einfach machen für den Kunden, es zu benutzen, dann funktioniert es auch. Das zweite Produkt, und dann bin ich schon fertig, was wir glauben, was dem Kunden heute fehlt, ist Transparenz über die Dinge, wo sie denn sind. Ja, das IoT, Internet of Things, Tracking, Tracing, wie auch immer Sie das nennen wollen.
Wir werden mit dem Produkt im Markt gehen. Sie haben dann im Prinzip eine Plattform, wo Sie genau sehen können, wo sind Ihre Dinge. Das ist jetzt mal eine Innensicht, wo wir sehen können, wo sind alle unsere Devices, wo stehen unsere Container, wo stehen unsere Wechselbrücken, wo sind unsere Trucks. Irgendwann wird jedes Ding einen Sensor haben und Sie brauchen heute als Spediteur eine Plattform, wo Sie diese Daten sammeln, wo Sie auswerten können, den Kunden zur Verfügung stellen können und wo Sie anfangen können zu lernen. Das geht dann in allen Varianten über Temperatur, über die Feuchtigkeit, über das Licht, wenn es um Pharma geht, über die Erschütterung, wenn es um Verpackungsfragen geht. Und da ist ein Win-Win. Ja? Wenn Sie dem Kunden sagen können, wie viel Last auf seine Ware kann er seine Verpackung optimieren, spart Geld für die Verpackung. Wenn er dann noch bereit ist, das auszugeben für IoT, dann haben wir ein Win-Win. Wenn er uns umsonst will, aber trotzdem Verpackung spart, haben wir nichts gewonnen. Also da hoffen wir, das ist ein Beispiel für dieses Ökosystem, einen Service zu bauen, den man den Kunden anbieten kann und dann einen vernünftigen Business Case mit dem Kunden zusammen bearbeiten. Also ich habe bewusst kurz gehalten, mir war wichtig, Ihnen mal 2 praktische Beispiele, die wir jetzt dem Kunden im Markt anbieten. More to come, das ist relativ klar. Aber ich denke, die Digitalisierung und insbesondere, Sie sehen auch den Fokus, den wir haben, der Fokus war ganz klar auf der Kundenschnittstelle. Ja, weil was wir nicht brauchen, ist einer, der nochmal zwischen uns und dem Kunden versucht, Geld zu verdienen bei den engen Margen. Ja. Und den haben wir versucht, uns vom Leib zu halten. Ich glaube, das haben wir geschafft. Vielen Dank.